Here we go. Let's go. Weiter geht's mit Tales of Arise. Ich muss auch ins Game klicken, damit ich mich bewegen kann. Heute wieder Sidequest-Spaß, habe ich gehört. Besiege den Affenzeugel an der Draslider Fernstraße. Da oben wahrscheinlich. Das ist ja die große Frage, wie stark ist er wieder? Wahrscheinlich wieder so stark, dass ich zermalmt werde. Man kennt es. Aber wir sind ein Fuchs. Diesmal machen wir es nämlich schlau. Diesmal speichern wir. Und nochmal tue ich mir das nicht an. Nochmal habe ich nicht wirklich Bock drauf zu sterben. Beziehungsweise meinen ganzen Stuff wieder für nichts zu verlieren. Natürlich herzlich willkommen auch zurück. Ali, hallo, hallöle. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer Runde. Tales of Arise ist laut. Läuft ja super. Supi-dupi. Autsch. Heute auf jeden Fall etwas länger. Denn heute ist ja noch, ja. Die, wo heute live dabei sind, heute ist eine Special-Ankündigung. Heute ist ja der Final Fantasy 7 Stream. Bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Für die Leute, die das hier auf YouTube nachgucken, die werden natürlich dann es schon gesehen haben und wahrscheinlich auch die wundervolle News-Folge, die ich schon bis dahin hoffentlich öffentlich habe. Oder? Warte mal. Nee, genau. Am Montag. Montags. Das Video hier müsste theoretisch... Oh, lasst mich lügen. Am Sonntag, glaube ich, online sein. Okay, der hat 85... Warte mal, ich kann doch das Level sehen, oder? 25. Ist an für sich machbar. Denke ich. Könnte trotzdem knackig werden, aber ist machbar. Sollte machbar sein. Weiß nicht, vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass wir die Ads platt machen. Maybe. Eine Überlegung wert. Muss man ein bisschen leiser machen, ein bisschen laut heute. Oh Gott, der macht ein bisschen Aua. Aber wir haben ja zum Glück Shioni, die uns heilen kann. Oh fuck. Habe ich noch Trank des Lebens? Ja. Diesmal use ich's. Ja, aber ich denke, der sollte machbar sein. Der sollte locker zu schaffen. Also nicht locker, aber er sollte auf jeden Fall machbar sein, ohne dass ich Items verbrauchen müsste. Sofern ich richtig dodge. So wie dazu. Nice. Kernbrecher. Supi. Na dann. Immer drauf. Oh oh. So viel dazu. Nice. Schön gestunt. Oh Gott, das war knapp. In der Luft schön ausgewichen. Super. Ja, den sollten wir locker schaffen. Ja, obwohl ich will nicht komplett locker sagen, weil der doch noch ein bisschen HP hat. Und wir haben fast die Hälfte HP schon verbraucht. Also können knackig werden. Könnte doch etwas anspruchsvoll letztendlich werden. Nice. Also ganz so ohne wird er nicht. Ich sag mal so, solange ich es mit der HP schaffe, wäre insane. Oh fuck. Hallo. Ich roll doch die ganze Zeit weg. Oh, nice. Oh oh.
Leuchten Heal. Nein, ernsthaft? Oh nee. Volles Überlimit verkackt. Supi. Geil. Super toll. Toll. Im Überlimit gestorben. Alphen? Okay. Warum der jetzt einmal gerollt ist, weiß ich auch nicht. Muss ich, glaube ich, nicht verstehen. Geh mal weg. Oh Gott. Es gibt's doch nicht. Ich roll doch die ganze Zeit weg. Schon. Oh, meine HP wird immer weniger. Cool. Und knapp. Und tschüss, Law. Okay, Law tausche ich aber aus, weil ganz ehrlich, das ist mir sonst ein bisschen zu viel HP, die ich verliere. Komm schon. Nice. Rimwell ist ein Dings. Supi toll. Komm schon, komm schon. Oh, oh nein, ernsthaft? Komm schon, er hat 295 noch. Perfekt. Glück im Unglück. Sehr schön. Und eine Astralblume dadurch wieder bekommen. Das ist geil. Kriegen Tote? Doch, Tote müssen auch FP dann kriegen. Supi, geschafft. So, dann sollten wir uns trotzdem nichtsdestotrotz kurz wieder zurückporten. Dass wir quasi einmal wieder full sind. Dann haben wir allerdings immer noch das Problem, dass wir Dings haben. Wie heißt's? Kaum noch EXP. Eine Quest haben wir ja noch, die wir theoretisch machen können. Die andere, glaube ich, lassen wir lieber. So, wo ist unser Bauernhof? Da. Mal gucken, was die Tiere sagen. Tiere fertig sind. Oh, Hotte Hü. Pferd und Kuh. Perfekt, sind alle fertig. Pferdefleisch. Kriegen halt echt Pferdefleisch. What the fuck? Warum kriegen wir Pferdefleisch? What the fucking heck? Wir machen mal ein Huhn. So. Ich glaube, wir machen aber erstmal noch die andere Sidequest, die wir haben. Wir hatten ja hier noch was zu tun. Wir haben nämlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Hier kann halt immer noch sein, dass der Drache kommt. Das ist halt, ja, ganz so geil. Nicht so knorke. Komm schon. Ernsthaft? Wow. Einfach nicht funktioniert. Cool.
So, wir sollten auch die eine Sidequest vielleicht an der Seite anmahnen. Dass wir es sehen. Feldhandbuch. Aktivitätsdaten. Nebenquest. Affenzeuge der Stadt, bla bla bla. Besiegen den Mann am Fels. Warte, bis der Junge sich umzieht. Eulenwald. Hier, das hier wollte ich. Wie viel haben wir? Ja, toll. Was? Erdene Masse. Neben dem Feld. Hä? All we have to do is get rid of that thing, right? Tomatoes. Neben dem Feld hat's. Oh. Oh, wait. Oder RNG direkt reingesprungen. Supi. Was sind jetzt hier Gegner? Weil es heißt ja neben dem Feld. Ich glaube, die meinen komplett auf der World Map. Beziehungsweise aufs Areal. Die Frage, erdene Masse, sind das diese Steindinger oder sind das diese, die da hinten? Ich würde sagen, wir finden es einfach mal raus. Wir gehen einfach mal hin, machen mal einen Kampf gegen die. Ja, Zeuge, nachdem wir gesucht haben, wahrscheinlich. Ja, erdene Masse. Okay. We got it. We got it, the side quest. Supi. Das dürfte ja dann nicht allzu lange dauern. Theoretisch. So. Da haben wir die Wildschweine. Da hinten sind halt noch sau viele. Ich glaube, die gönnen wir uns mal. Wir gönnen. Oh, 4 Stück. 4 Stück ist gut. Komm schon. Und tschüss. Alter, okay, das war schnell. Das war flott, der Damage. Da oben ist Felder. Machen wir die gerade mit. Wir haben halt immer noch in diesem einen Gebiet, wo Miguel war. Da glaube ich, haben wir jetzt auch eine neue Sidequest. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ups. Nice. Nächste Sidequest fertig. Also Sidequests laufen gerade ganz gut, muss ich sagen. Ups. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Bin ich doof? Super! Ich will gar nicht zum Bauernhof. Super. But were you really that worried about us winning? Oh, no. Of course not. Huh? Okay. Wie sieht's aus mit den Zeugeln? Yeah. Du kannst jetzt wieder ruhig schlafen. Wir haben jeden Einzelnen hier in die ewige Jagdgründe geschickt. You did it. Wunderbar. Jetzt kann ich endlich meine ganze beschädigte Ausrüstung reparieren. Ich muss alles schnell wieder zum Laufen bringen, damit ich meine Ernte einholen kann. Niemand in diesem Reich soll noch hungern. Ich hoffe, du vergisst uns nicht, wenn du das sagst. Definitiv nicht. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch eingeschaltet habt. Ich bin nur froh, dass weiter genug Essen auf dem Esstisch Minaxias steht. Mann, nichts geht über das Risiko einer Nahrungsmittelknappheit, damit wir unsere Arbeit erledigen. Oh, ja. Jetzt ist alles wieder gut. Alphen.
Geht's nur mir so oder hat dich irgendwas beschäftigt? Kommst du drauf? Ich habe bemerkt, dass du aus irgendeinem Grund immer wieder auf dich selbst geschaut hast. Oh, das? Naja, erinnerst du dich, was der Bauer über die Zeuge sagte? Er meinte, sie würde sämtliches Metall zum Rosten bringen. Ja, wieso? Ich hatte Angst, dass meine Rüstung und mein Schwert etwas passieren könnte, wenn wir nichts tun würden. Ach so. Weil alles aus Metall besteht, ha? Ja. Wenn meine ganze Ausrüstung verrostet würde, könnte ich nicht mehr kämpfen. Das würde dich doch auch beschäftigen, oder? Du willst mir aber nicht sagen, dass du vor allem deswegen mitgekommen bist. Damit deine Sachen nicht verrosten, oder? Really? Du willst mich wohl veräppeln, Alphen. Hey, ich bin genauso schockiert wie du. Ja, okay, nicht so viel. 140 FP ist nicht ganz so viel. Leider. Da würde noch mehr gehen. Ist der Zeuge weg, mein Lord? Ist er. Es erwies sich als eindrucksvoller Gegner. Aber ich kann dir erfreulicherweise mitteilen, dass er Geschichte ist. Genau. Berlin hat ihm auf seinen Platz verwiesen. Er ist wirklich beseitigt, mein Lord? Ja, in der Tat. Wir haben auch die Zeugen in der Umgebung beseitigt. Jetzt kannst du hoffentlich wieder in Ruhe deiner Arbeit nachgehen. Wow, vielen Dank, aber euer Gesicht... Mein Lord, wurde in diesem Kampf verletzt? Sorg dich nicht. Das ist nur ein kleiner Preis, den ich dafür zahle, damit mein Volk von seinem Mühsal befreit wird. Mein Lord, ich bin sprachlos. Ich werde härter denn je auf den Feldern arbeiten, um diesen Gefallen wieder gut zu machen. Du musst nicht noch mehr arbeiten. Wenn dir sonst noch etwas Problem bereitet, zögere nicht. Bitte nicht, den Palast um Hilfe zu bitten. Ja, mein Lord. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass sich eine Menge Leute empfangen werden und sehen wollen, wenn wir wieder wie sie sind. 5700 und 365. 25 FP. Nice. Das ist gut. Damit bin ich zufrieden. Wir könnten eigentlich die nächste Runde FPs ausgeben. Nahtod, Angriffselementar bei Nahtoderfahrung. Ja, können wir eigentlich machen. Ja, Verteidigung auch hoch. Erhöhte BA bei Kampfbeginn. Erhöhter Schaden in der Luft. Fußanzeige, Niederstreckung, ja. Klingt auch verlockend. Ausweichende Luft kommen haben wir auch gerade. Himmlischer Hammer, jo. Oh Gott. Erhöhter Schaden, warte mal, was war hier? Angriffskraft beim Erwachen. Einfaches Überlimit beim Erwachen. Verstärkter Gegenangriff. Aber das sind wir bei Staberweiterung, erhöhtes Limit bei normalen Angriffen. Genesung wollte ich haben, stimmt. Machen wir das auch gerade fertig, dann haben wir nämlich das nächste Feld voll. Hier können wir auch einmal komplett durchmachen einfach. Oder auch nicht. Geht auch Genesung, lol. Das heißt, ich glaube, ich habe es mit Genesung verwechselt. Ich dachte, Genesung wäre Heilung gewesen, war es aber nicht. Haha. So, wie sieht's hier aus? Da haben wir noch den Drachen. Bibliothek, das war mit den Büchern. Stimmt, das hier war auch noch zu schwer. Hier ist wahrscheinlich Sidequest, Hauptquest gewesen. Den anderen Zeugel, glaube ich, schaffen wir auch noch nicht. Dafür sind wir noch ein bisschen zu schwach. Das heißt, wir gehen erst nochmal schnell zurück, kurz regenerieren, dann machen wir in der Story weiter. Das ist doch schön. Machen wir bis hierhin schon etwas erfolgreich. We've reached our destination. Yep. Erfahrungsboost. Oh, ich hab nicht zu viel Milch. Whoa, that came out perfect. So, hey. Oh, wir könnten noch mal schnell in den Eulenwald, weil da mussten wir ja auch noch hin. Gibt ja wieder neuen Stuff. I think Hoodle senses something. Was? Rudel? Hä?
Dusch. Eulenkundler freigeschaltet, lol. Diese Cutscenes sind immer so cool gemacht. Scharlach-Erbgewand. Blaues Erbgewand. Silberne Sünschle Rüstung. Kupfer. Look, it's all the owls we found. I guess this was their way of thanking us for finding them. It looks like they're grouping up by color. Is that a thing? Actually, the color of Dan and Owl's feathers is based on their maturity and their astral energy element. So maybe they stick to certain groups even if they all belong to the same kingdom. Then I guess that means we can tell just how many owls we found in each domain. They seem to be saying something. Maybe they're thanking us for finding their buddies. Then again, maybe they're telling us that we have more owls to find. I think the queen is protesting that they shouldn't put undue pressure on us. Maybe he's arguing back that we're the only ones they can actually turn to? Right. Which is why the queen is worried about sowing any ill will with us. We'll do our best, so don't worry, I think. Can you understand them? Of course not, I'm just inferring. For some reason, when I hear them talk, that's just what I imagine them saying. Oh, well, I think you're pretty close to the mark at least. Well, don't worry about it. We're not breaking our backs over this. Ey, Mann, warum macht er das denn als? Hör doch auf. That was a thank you. Sorry. Seems like it. From both of them. This is artist. Hoodle seems happy with this. Isn't that nice, Rinwell? Huh? Oh, yeah, absolutely. Sorry, ich habe ganz kurz was umgestellt, weil mir eingefallen ist, beim letzten Mal war das zu leise. Upsi. Hoppla. Huch. So, machen wir einfach mal mit Outfits. Oh, die sieht geil aus. Die würde ich eher nehmen. Die gefällt mir mehr. Edelasche. Boah, schwierig. Die sieht schon sick aus. Scharlach-Erbgewand. Ne, dann lieber das. Das ist schon knalliger. Nee. Nee. Okay, die haben sonst nichts. Ja, das sieht besser aus. Obwohl, warte mal, dann müssten wir eigentlich... Warte. Ne, dann müssten wir das hier wieder geben. Dann passt das nämlich zu den beiden fast. Die hat auch was Rotes. Nee. Ja, er hat nur die Haare. Okay. Dann passt das nämlich. Dann haben wir schon 3 mit der gleichen Farbe. Hallo Feier, hallihallo. Na, alles gut bei dir? Schön, dass du da bist. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren Tag. Ja, ich auch. Ich auch soweit. Kann und will mich nicht beschweren. Freue mich sehr auf heute Abend. Are we in the right place? This place looks like a mess. Yes, this is Niez, the capital of Mahag Sar. I don't see any signs of people. And the buildings. Yeah, this doesn't seem like the kind of place people would actually live. No soldiers, no Danans, not a soul to be seen. Yet look at these facades. This is clearly a Renan district. Hey, check out that drawing on the castle gate.
That's the Darkwing's crest. It's from an old Dahnan legend about a hero who defeated an evil king with a torch and their trusty owl. That's his crest. I'm sure of it. Really? First time I'm hearing it. So if someone drew it on the gate... It must mean the Renans have lost control of the city. Are you suggesting the Dahnans rose up and defeated the Lord here? Hard to believe, but not entirely unthinkable, given the evidence. Let's look around and see if we can find someone. They might be able to tell us what happened. Let's go auf der Suche. Horrible. Is there truly no one here? All of these ruins look like they were made pretty recently. But if that's the case, then where do you think the people that used to live here went off to? There must have been Dahnans and Renans, right? That's a good question. Even if the Dahnans rebelled and managed to overthrow the Renans here, there should still be some people around. This debris. Do you think it could be the work of Renan astral arts? Perhaps, but the appearance of these ruins is rather uniform, which leads me to believe otherwise. Hey, Rinwell. That story you told us about the Dark Wings, it said that the evil king was vanquished with a holy flame, right? Yeah, that's right. Then there might be some truth to that old story after all. It looks like all the rubble here had been scarred by flames. Let's not jump to any conclusions just yet. If we can find someone around here, we might be able to get them to tell us what happened. Dohalim, you forgot to take care of the fire yesterday. What Oh, do you nine. mean, take care of? Ah, yes. You meant to put it out? Yep. If it stays lit, we could end up in real trouble real fast. I see. I apologize for not realizing that. I shall be more careful in the future. The way he's talking, it's like the thought of putting it out himself never even occurred to him. Moving on, Dohalim, I should mention that the clasp for your cape is about to come undone. Oh yes, I tried to fix that myself, but it simply refused to cooperate with me. I can't believe I'm hearing this. Are you telling me Renans can't even dress themselves? Lords like Dohalim have attendants that take care of just about everything they need, so I'm not surprised he sometimes struggles with the basics. Even by those standards, you've got to admit this is still a little extreme. Shionna's got a point. I mean, you don't see Renans like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress. And put on shoes. How to comb your hair is equally important. And learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. What is it? When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Renans! Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking at all. Hat nicht wirklich gerade gesagt, oder? Alter Finne, das hat nicht wirklich eben gesagt. Oh mein Gott. Es ist diese Dialoge einfach eine 10 von 10. Ich liebe sie. Ich liebe wirklich diese Dialoge. Wo ist Eulchen? Da ist Eule. Guck mal. Ui, da ist eine Eule. Schuschu. Oh, wisst ihr, wenn das Schuschu macht, wisst ihr, an was ich denken muss? An Hamtaro. Wenn er gemacht hat. Chuchu, Schuschu. Daran muss ich denken. Oh mein Gott. Hamtaro war toll. Du hast vieles erwachsen geworden ist. Yay. Lecker Pferdefleisch. Das ist halt so krass, dass die Pferde einfach Pferdefleisch geben. What the fuck? Okay, Schwein, Eier, Milch,
Okay, aber Pferdefleisch? Come on. Hätten die dann vielleicht machen können? Ja, das so Weizen oder so. Keine Ahnung. Windmills? Weiß ich nicht, aber Pferdefleisch? Come on. Oh mein Gott. Bayer, erzähl, was erhoffst du dir heute bei dem Stream? Also nicht bei meinem Stream, weil da solltet ihr immer ohne Erwartungen dran gehen. Ich meine natürlich bei Final Fantasy VII. Ich glaube, ich freue mich am meisten einfach über Ever Crisis. Nicht immer über das Remake Part 2. Obwohl er irgendwie auch schon. Who are you? Where did you come from? You first. Show yourself. I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you... My name is Alphen. I came here from Calaglia. Alphen? The wielder of the blazing sword? Getting pretty famous, isn't he? Here is my proof. Will that suffice? Or do I have to burn down one of those houses to make my point? Angeber. No need. I believe you. I'm Bayfon of the Darkwings. Sorry for threatening to blow you away. We're still hunting down the remnants of the enemy forces, so everyone's more than a bit on edge right now. Please forgive me. Remaining? Wait, you mean you already took down the Lord of this realm? That's right. We took her weapons and turned them right back on her. Are you the Dahnan leader here in Niez? Nah, I'm just one of the commanders. Deadheim's the one who runs the show. I'd be happy to take you to him. Just one problem. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. You do understand, right? I mean, we only just liberated the city from their kind. Uh-oh. Everyone's short on trust. And for good reason. Especially Deadheim. I think it'd be best if those two waited outside. Not going to happen. I don't think it's a good idea for us to split up. It's too dangerous. Then it's on your head, friend. Our base is that way. You could have left me behind, you know. This isn't just about you, Dohalim. Yes. Alter! Was ein Egoist! Oh, ihr hättet mich ja ruhig zurücklassen können. Ich kann auch warten, ist kein Problem. This place seems like it's got a lot of issues to fix. Oh mein Gott! Why? So you're Alphen, are ya? Thought you'd be bigger. Huh. Guess the armor beefs you up a bit. You've got a lot of people talking, you know. But in this town, I call the shots. You play by my rules here. Just remember that. Gotta say, I didn't expect you to run with a gang of women and kids. Those other lords must have been real pushovers, huh? Alter. Seriously? Are you this rude to everyone you meet? Don't interrupt me, you brat. Didn't your parents teach you any manners? Why you? So you're the one who took down the Lord of this realm, huh? How'd you pull that off? We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a lord was worth the sacrifice. Alter. And the Lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? The Lord? Yeah, the lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere.
find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quiet. Shut up, Bright Eyes! I would have run you through already if you weren't with the blazing sword here. The whole reason you're fighting is to free the Dahnans in this realm, is it not? If so, Shut your then... mouth, witch! That's enough! Alter. If you're really fighting for us Dahnans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Is that the case, huh? Then tell me the point of this show. They're my friends. Der Blick. Friends? Renans are Renans. The scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! But you know that. Maybe it's because you and that little lady are friends and more. Richtig so. Immer schön auf die Backen hauen. Son of a... You'll pay for that! That's enough. Deadeye, you know that was completely uncalled for. All of you, get the hell out of my realm, and don't ever come back. This is Dannon's realm, and it's ours, understand? I call the shots here, and I make the rules. I do, Deadeye, leader of the Dark Way! Yeah! Deadeye! Liberator Deadeye! You are the true leader of this realm! We're not afraid of any Bright Eyes! It's only a matter of time before I throw every last Bright Eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings! Das Schlimme ist, der Dude, der führt sich genauso auf wie eine Renner. Halt original genauso. Er sagt, er will sie loswerden, weil sie ihn aussaugen und hin und her und bla 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 und mi. Hey, wait up. Aber ist kein Stück besser. Told you so, didn't I? You should have left your Renan pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper, then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Deadeye said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that. But, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renans. It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Bayfon? Deadeye mentioned the Lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest, but that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Deadeye. This isn't Deadeye's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Shion said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. And here's where I say my farewell. You're on your own, but good hunting. Before you go, how come you don't hate the Renans as well? Weil er selber einer ist. Oh, believe me, I've got my bone to pick with the Renans. Just not with two of them I've never so much as laid eyes on before. Let's head on over to that lodge. We'll figure out what our next move is there. Also dieser Dude kriegt einen Orden, weil er der einzig Vernünftige in diesem ganzen Land ist. Holy shit. Alter. Der Diktator.
Oh, I get passt. the feeling Deadheim signed up to be a rebel so he could have a rooster rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Dahnans we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero, which would say a great deal toward how deeply they resented the Renans here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Deadeye might have managed to drive the Renans out of Niaz, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all. I can understand that the Dahnans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renans just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Shion. It's just... What I mean to say is, when you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. Die zwei sind einfach so süß. So cute. I just don't know, man. Don't know what? Deadeye managed to drive out a real live Renan lord. That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niaz is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately it's just business as usual. If it'd been Zephyr instead of Deadeye, I don't think things would have turned out like this. Rinwell. Yeah, I think so too. Zephyr did things differently top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling, but at the same time, part of me also feels happy. Deadeye and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. Alter, das hört gar nicht mehr auf. The city is liberated, and yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicente once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Dahnans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Dohalim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the lordship, I had my heart set on the life of a musician. You? A musician? Indeed, music enriches the world around us. I trained day and night to hone my art. Words could not describe my bliss, as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dahna as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Lässt sich quasi einfach überraschen, okay. Ich bin mal gespannt, was kommt. Sidequest! Warum sind alle so feige? Wenn wir uns nicht darum kümmern, wird sich nie was ändern. Was ist los mit dir, Freund? Zeugel, das ist mit mir los. Es geht um eine ziemlich verbreitete Variante von ihm. Um genau zu sein, Gerüchten zufolge
mochte der Lord dieser Art von Zeugel am liebsten, so dass sich die Leute fürchteten, sich ihm zu nähern. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du willst, dass sie verschwinden, können wir uns sehr gerne um sie kümmern. Ganz ruhig, Kumpel. Ich will nicht, dass ihr sie einfach nur liquidiert. Was für ein Wort? Ich würde es lieber sehen, wenn ihr mir auch einige ihrer Materialien bringt. Du möchtest, dass wir dir Zeugelteile bringen? Wofür? Willst du mit ihnen was bauen? Nicht bauen, erforschen. Ich will nachweisen, dass man selbst furchterregende Zeugel für praktische Werkzeuge nutzen kann, um Leute zu motivieren, sie mehr zu jagen. Wir können schließlich auch nicht immer erwarten, dass Leute wie ihr auftauchen und unsere ganzen Probleme für uns löst. Ihr versucht also, selbstständig zu werden. Das ist lobenswert. Aber was die Reiter angeht, nach denen du suchst, ist das nicht so richtig der Fall, oder? Oh doch, genau das ist es. Könnte ich euch dazu überreden, mir ein paar Materialien zu überlassen? 3 halbende Muskeln überreichen. Ja, nur zu, bedien dich. Ich sehe es lieber, sie jemandem zu überlassen, der sie auch benutzt, als sie ständig mitzuschleppen. Großartig. Ihr Leute seid echt großzügig. Wisst ihr das? Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ich kann damit garantiert was Nützliches herstellen. Vielen Dank. Verabschieden mich bald mal wieder. Muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Oh nein. Eliminiert. Ah, okay. Ja, würde ich jetzt auch so vermuten. Dann mach's gut und vielen Dank fürs Dabeisein. Und schlaf gut. Und viel Erfolg, dass du aufstehst. Ich muss morgen Abend erst wieder. Leider. Eigentlich hätte ich ja frei gehabt, aber nie. Hey, if we find anyone who needs help here. Muss leider. I know. We'll make sure to ask what's wrong. 6 Uhr los. Ah, es ist kacke. Ein gutes Nächtle und viel Spaß morgen. Wir sehen uns am Sonntag. Ich wünschte wirklich, wir hätten mehr. Ja. Was ist denn? Unsere Rationen. Wir kommen immer zu kurz. Wir könnten wirklich etwas Reis, Kartoffeln, Rind und besonders ein paar Gewürze brauchen. Schauen wir mal, was wir tun können. Verstehe. Wir schauen mal, was wir da draußen finden können. Das ist zu gefährlich, dass du selbst versuchst, was zu finden. Wirklich? Oh, es wäre fantastisch, wenn ihr die Dinge besorgen könntet. Vielen Dank. Ja, zum Glück hat Shione hier ein gutes Näschen, wenn es ums Essen geht. Hey. Ups. Zu Shione nachgesprochen. Und was willst du damit sagen? Nach der Einarbeitung kann ich immer 3 Tage Homeoffice bekommen. Oh, das ist doch nice. Das ist doch schon mal schön. So. Den Händler? Ja, da. Gucken, können wir irgendwas Neues? Gesamter Elementarschaden minus 20. Ich glaube, das ist neu. Das ist neu. Giftresistenz, Feuerschaden. Heben wir uns mal auf. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Auch wenn ich es wahrscheinlich eh wieder vergessen werde. Der hat gar keinen Stab. Kaufen, Kupferstück. Verkaufen wir die alte Waffen. Und wo ist Items? Ah, da. Kaufen. Zitronengelee. Bank des Lebens haben wir 10 Stück. Davon haben wir 6 Stück. Davon haben wir auch 10 Stück. Scheiße, ich kann erzählen. 11 Stück. Wenn ich von 8 bis 16 Uhr arbeite, fahre ich um 6 los und bin um knapp 18 Uhr wieder zu Hause. Oh, ich kenn's aber zu gut. Und Deluxe Pack, das glaube ich. Glaube ich gerne. Forget that guy. Right now, we need to discuss how we're going to proceed. What's there to discuss? Deadeye and his crew have already brought down the Lord here. Just let them finish her off. I want to go after her. I second that. I think it's the best thing to do right now. We don't know if the Darkwings have what it takes to beat her. I'm worried what'll happen if we leave her to her own devices. You make a good point, Rinwell. And maybe I'm just being overconfident, but between us and them, I think we have a better chance at defeating her. I have to agree. This realm isn't going to be truly safe as long as that Lord is still running around out there. We need to act. Fine by me. But isn't Deadeye just gonna take all the credit once we're done? Our job is to break down the walls that oppress Dahna.
What he chooses to build in their place, that's his problem. For now, we'll head to this Estaluva forest Bayfon told us about. Whatever we decide to do, though, we should take some time to rest first. We've barely stopped since Menancia. Ja, das stimmt. Hätte Purples dann mit den Grindspot nicht gesagt, hätte ich jetzt auch definitiv Kaltprobleme. Aber ich kenne das. Weil bei mir ist das, ich gehe um 20 Uhr aus dem Haus und bin erst um 8 Uhr zu Hause. Also, nach 12 Stunden. Ich kann es sehr gut nachempfinden, wie du dich fühlst. Where are you going? Alphen. You should get some rest. What's got you up at this hour? Ciao, ciao. Just Gute let Nacht. me be for a minute, okay? Why don't you go back to the inn? I will when you do. Have it your way. Shion. The Lord's days are numbered. I haven't forgotten our promise. You can trust me, you know. Maybe even lean on me a little. If you want. And if I say I will you finally give it a rest? Yeah, of course. Try to get some rest, okay? What was all that about? Die zwei sind einfach so toll. So we're just going to check things out, right? Estaluva-Wald. Oh. Estaluva Forest. Next time, pay attention. Warum habe ich das Gefühl, dass da noch irgendwas gleich passiert? Irgendwie sagt mir das mein Bauchgefühl so. Irgendwas wird uns gleich noch erwarten. Tal der Feenwinde, Mahaxa. Aber das ist nicht der Wald, wo wir hin mussten, glaube ich. The winds are strong here. Mind yourselves. Oh, da ist wieder dieser Feinschmecker. Ich erinnere mich, du bist die junge Frau, die immer am Verhungern ist. Ich habe dich seit unserem Treffen in Menancia nicht mehr gesehen. Du bist doch die, die immer hungert. Was? Du bist doch die, die immer hungert. Ich nehme an, du hast auf deinen Reisen ein weiteres Rezept gefunden. Ja, das bin ich. Ich bin froh, dass ich also direkt zur Sache kommen kann. Jone, wer ist das denn? Das ist Guardeno. Er reist auf der Suche nach neuen Rezepten zum Probieren durch Dahna. Eine schöne Aufgabe, wenn ich das sagen darf. Ich heiße Dohalim, werter Herr. Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Wow. Der, Dohalim, Lord von Menacia? Es ist mir eine Ehre, mein Lord. Der Rindereintopf war absolut exquis. Die Ehre ist ganz mein, werter Herr. Aber wie kommt es, dass du das strenge geheime Gericht des Palastes probieren konntest? Hey! Wie auch immer. Was genau brauchst du diesmal von uns? Komm schon, spuck's aus. Na gut. Diesmal suche ich nach Salat, Äpfel und Zitronen. Darf ich euch bitten, mir die Sachen zu bringen? Wir haben, was du brauchst. Wenn das alles ist, was du brauchst, dann haben wir es schon mit. In diesem Fall gebe ich euch das Rezept, damit ihr feinen Leuten es sofort zubereiten könnt. Wow, das sieht überraschend einfach aus. Ja, ich könnte das hinbekommen. Wunderbar, dann überlasse ich euch die Zubereitung. Okay, fertig. Oho, schau dir dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es auch noch so göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt. Oh, das ist absolut exquisite. Exquisite schlecht, meine ich. Wirklich? Ich versichere dir, dass ich das Rezept für diesen sogenannten Vitamintrunk bis ins Detail befolgt habe. Probier ihn selbst.
Und sag mir dann, ob du von deinem Gebräu immer noch so überzeugt bist hier. Alles klar. Dann mal runter damit. Weißt du, was ich meine? Da will man sich übergeben, was? Moment mal. Ich sehe da eine kleine Warnung unten auf dem Rezept. Reine Gemüsesmoothies sind nur für Kenner der Materie zu empfehlen. Anfänger sollten für den Geschmack Fruchtsaft hinzufügen. Junge Frau, hast du nur den Salat beigemischt? Obwohl ich dich gebeten hatte, auch Äpfel und Zitronen hinzuzufügen? Komm schon, wer liest denn schon das Kleingedruckte? Lektion gelernt, Shione. Wir müssen es nur noch mal versuchen und Obst dazu tun. Na, zum Glück haben wir ein bisschen was. Na gut, lass uns von vorne anfangen. Boah, das ist absolut exquisite. Zumindest im Vergleich. Du klingst immer noch nicht so begeistert. Ist das wirklich das beste Rezept, das Marxa zu bieten hat? Glaube schon. Als ich zum ersten Mal davon hörte, erinnerte es mich an das aus Mennesia. Die Kombi aus Obst und Gemüse erinnert mich ans Zusammenleben von Dahna und Rena. Ich dachte, das Rezept würde diese Harmonie einfangen. Ansonsten ist das gesündeste Rezept, was du hier finden wirst. In der Tat, ich werde ihn auf jeden Fall kosten, um sicherzustellen, dass die kostbare Harmonie weiterlebt. Auch innerhalb meines Magens. Puh, nun. Das hat mich erstmal befriedigt. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen. Es wird Zeit, dass ich aufbreche und noch großartige Genüsse finde. Lebt wohl, meine kulinarischen Kameraden. Eigentlich würde ich gerne noch ein Glas trinken, bevor ich gehe. Lol. Vielfraßlabyrinth. Was? Schnell gerade Vielfraßlabyrinth? Lul. Well, that was a huge miscalculation. Oh, wir haben wieder eine Yet Skit. you've drained your glass all the same. The winds outside the capital are blowing as strongly as ever. You can definitely see why people call this place the Valley of the Four Winds. Indeed, Mahag Sar is the realm of wind, just as Ganeth Heros is for water. Earth, water, fire, wind, light, and darkness. Rena is aligned to darkness, leaving each realm one element each. Is that because some elements are easier to gather in certain areas than others? That is certainly possible, but I suspect the biggest reason is to prevent the lords from squabbling over resources. Funny. You would think infighting would come naturally to an elite class vying for a crown. True, but the Renans rule as a minority. Fighting ourselves would just be destructive. Though, as you saw in Menencia, any abstention from fighting is merely a facade. In the end, you all get usurped whether you like it or not. That may be true, but something tells me that this time is different. We have to catch up to the Lord first if we want answers. Let's keep moving. Felsformation. What is that ring of rocks over there for? They don't look like they formed naturally to me. Oh yeah. Funny, I guess I've gotten used to weird rock formations. They didn't even register as being out of the ordinary. Most likely, they were brought over by us Renans when we first invaded the planet. Wait, those? So does that mean there's some kind of machine then? And if so, what in the world were they even used for? To manipulate the properties of Dahna's astral energy. Really? Think about it. Isn't it strange that the type of energy each realm collects is so fixed? Astral energy by nature isn't meant to skew towards one element or another so heavily. So the Renans reformed it for the crown contest. Sounds like the crazy thing a Renan would do. Renans these days are more advanced than Dahnans in some ways, but even they don't seem capable of doing something on that grand a scale. Or is that something that's possible on Lenegis? Or maybe the Renan homeworld? I can't claim to know everything about my own kind, but I myself have never seen anything that would be capable of such a drastic feat. But at some point they did just that. Those are the sort of people we're up against. We should do our best not to forget that. Alter, es hört gar nicht mehr auf. You're so amazing, Kisara. You can cook, you can fix weapons. I feel like there's practically nothing you can't do. Maybe you should take a page out of her book and learn to make yourself more useful then. I'd be happy to teach you if you want, Rinwell. I learned most everything I know from my brother. Really? Even how to sew and do laundry? Yes, indeed. He knew how to do anything.
Sounds like he was a pretty handy guy when he was alive. He was. I'd always follow him around and badger him with questions. I was a real pain in the neck. Now that I think about it, he and Legil were the ones who taught me how to raise cats, too. Legil is that woman who was with him in the Gold Dust Cats, right? I remember now. The one with the really pretty hair. Funny you mention that. He also taught me how to maintain my hair. Not that those lessons Lol. stopped it from getting all tangled up during training. I think it still looks gorgeous. From what I can tell, it would appear as though the only thing he didn't manage to teach you was how to apply makeup. Alter! No, but that didn't stop him from trying. He really wanted to teach me everything. Only reason he couldn't was because I prioritized my training. And here I was trying to make a joke. I can't tell if she's being serious. The only one here who knows him well enough was her. Yeah, I guess only Miguel could have told us if it's actually true. Lul. Dualim ist echt so manchmal so ein kleiner Trottel, oder? Habe ich zumindest so das Gefühl. Alter, hör doch mal auf, als auszuweichen. Bleib hier. Ich feiere diese Attacke, die sieht einfach so geil aus. Ich weiß auch nicht warum. Ich wollte gerade sagen, Shione, ich bräuchte einen Heal. Und ich tue es schon wieder, fuck. Okay, mit Kisara und Shione sieht das schon cool aus. Hat schon was. So a little bit hat's was. So, warte mal, da geht's irgendwo noch hin, da geht's irgendwo hin, da geht's, hier geht's überall irgendwo noch hin. Ach, guck mal, wir haben schon wieder ein Skit. Alphen, have you been washing your clothes? It may not be my place to say this, but frankly, they're starting to stink. Now that you mention it, it has been a while since I did any laundry. I'll wash them for you if you want. Just remember to give them to me the next time you get changed. Oh, okay. Sure. Thanks, Kisara. And, Law, Rinwell, yours are starting to look a bit ragged. What do you expect? Of course they're going to tear up when we're out there fighting so much. Yeah, but it's still kind of embarrassing having it pointed out like this. And Shion? I wouldn't touch me if I were you. Of course. My apologies. All I wanted to say was that your sleeves are getting a little bit dirty. You don't need to worry so much, Kisara. It's only natural our clothes are gonna get a little dirty while we're traveling around. That's no excuse. Your outward appearance says a lot about your inner well-being. Now you've really set her off. Suffice to say, it would appear that the traditions of the Guard are still alive and well within her. What do you mean? What do the Guardsmen do that's so special? Mostly, I'm simply referring to the fact that they're a very regimented and cleanly group of people. Do I really sound that weird to you guys? Keeping your clothes clean and mended is completely normal to me. Don't get us wrong. We appreciate the thought, Kisara. But we've got a long journey ahead. It wouldn't hurt to relax your standards. Just a little. If you're sure. I wasn't trying to overdo it, I promise. However, if it's making the rest of you tense, I'll do my best to tone it down from here on out. Still, if everyone could bring their laundry and clothes they want fixed, that'd be great. I'll take care of it all for you guys tonight. Don't you ever get tired? Oh, meine Kühlung ist fast leer. Scheiße. Huch. Ich denke so, hä? Kühlpad ist gar nicht mehr nass. Wie kann das sein? Shit. Ich glaube, ich mache mal gleich ganz kurz Auto-Battle. Warte mal, hat Huddle eigentlich da oben auch eben reagiert? Der ist nur eingebildet. Ja, okay, hier ist auch irgendwo einer. Aber reagiert er hier schon? Ja, er reagiert hier schon. Shit.
Das heißt, der muss irgendwo hier sein. Vielleicht hier oben? Somehow, things are even worse outside Ah. the city than they are inside. Yeah, it's all Retro-Sonnenbrille. Nice. houses and everything else. Even if it was all in the name of beating the Renans. 19 Eulen gefunden. Supi. Eigentlich müssten wir dann irgendwann nochmal die Gebiete mit Huddle alle ablaufen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier falsch. Aber irgendwie erinnert mich das Gebiet ultra an Elden Ring. Ich weiß auch nicht warum. Weil eigentlich sollten wir zum Esseluva-Wald. Naja, erkunden wir das Gebiet mal, weil da unten ist auch ein Händler. So, schon mal ganz kurz das andere Kühlakku-Ding, würde ich sagen. So, da bin ich wieder. Ah, ich sag euch, das wird was Samstag, Sonntag. Hoi, hoi, hoi. Ich habe ja sowas von gar keinen Bock mehr auf diese Kälte. Auf diese Kälte. Ich und keinen Bock auf Kälte. Ergibt irgendwie keinen Sinn, oder? Ich habe sowas von keinen Bock auf die Hitze, wollte ich sagen. Ist die Frage, kriegen wir da unten einen Aussichtspunkt oder nicht? Ich weiß nicht warum, ich habe die Vermutung, dass wir später nochmal hierher müssen. Ich weiß aber nicht, warum ich diese Vermutung habe. Die sind 27, okay. Irgendwie sind die ein bisschen tanky. Ich hoffe einfach, dass da ein Aussichtspunkt ist. Das wäre schön. Ein Teleportpunkt. Nice. Ripperino, Pepperino. Ist halt die Frage. Erkunden oder nicht? Eigentlich ja schon. Was ich mir halt höchstens vorstellen kann, dass hier irgendwann eine Sidequest ist oder dass wir hier vielleicht mal hin müssen. Das könnte ich mir halt vorstellen. Astralerz. Aber wie gern würde ich das Game für die Switch oder so haben. Oh, das wäre so geil. Oh, ich würde so suchten. Das wäre schön. Das wäre richtig toll. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich hier gerade so ein bisschen Elden Ring Vibes bei dem Gebiet. Ich weiß auch nicht warum. Nice. Oh nein, es war fast fertig gewesen.
Oh Mann. Will eigentlich mal mit Shiona alles sehen, wenn ich ehrlich bin. Am I imagining things, or are there a lot of big Zoogles in this area? No, I noticed that too. Ja, der ist nur 27. Neuen Skill. Wie? Zum Teufel hat der so viel Damage gemacht. Ist das der gleiche wie aus dem Schloss? Nice. Wäre vielleicht auch eine andere Schwachstelle? Nee. Ey, ich glaube, hier bin ich echt irgendwie falsch. Ich weiß nicht, warum ich diese Vermutung habe. Oh, fuck. Ich brauche einen Heal, ich brauche einen Heal. Heal wäre was Schönes. Stimmt, ich habe auch schon lange keine FP mehr gemacht, fällt mir gerade ein. Shit. Komm schon. Autsch. Was hat er besiegt? Oh nein, jetzt macht er wieder die Attacke. Oh oh. Oh, ich wollte gerade sagen, zum Glück hat sie sich noch heilen können. Komm schon, mach dein Limit. Warum macht sie es nicht? Oh, sie hat's ja mehr. Shit. Oh nein, das ist uncool. Er ist einfach schon wieder im Dings. What the fuck? Breath of Fire. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde schon hoffen. Aber dann zumindest halt Breath of Fire 5, weil das war katastrophal. Ich würde mich sehr drüber freuen. Das wäre schön. Oh shit. Das wäre super toll. Hä? Tot? Das gibt's doch nicht, der lebt halt immer noch. Oh, das gab ein bisschen was. Jetzt die Frage, gucken wir, dass wir vielleicht einen Punkt kriegen oder nicht? Fertig gemacht haben. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es leider auch nicht. Das denn nicht kochen. Mind if we chat a little? I noticed you haven't been training Huda lately. Is he doing okay? Yeah, he's fine. He's been catching fish with Kisara, and he seems to be adjusting his diet on his own, so I'm not as worried as before. Maybe that's his way of pitching in, so you don't have to do everything for him. Yeah, maybe. I guess at some point he started taking a shine to everyone too, just like they did to him. You sound like you're okay with that. Yeah, more than okay, really. It feels natural having Hoodle and everyone around. I know what you mean. We all support and take care of each other in our own ways. It's starting to feel like we're almost a family. Huh.
of it like that. So does that make you everybody's dad? Do I really look that old to you? Huh? You don't like that? Okay, how about you be the big brother? Shion is the big sister. And Kisara can be our mom. Well, then how about Dohalim for the dad? I don't really get that kind of vibe from Dohalim. He's more like an uncle. An old uncle, who's too preachy and snarky for his own good sometimes. And as for Law... Well, Hoodle took the little brother role. And Law's definitely not the dad. LOL. This is hard. Oh! Law can be the pet dog. A dog? Do dogs really count as part of a family? Of course they do. If an owl can be part of our family, so can a dog. When you think about it like that, we have a pretty fun family. Yeah, a pretty big one as well. That's why I like it so much. I wish we didn't have to do anything dangerous. I just want to keep traveling the world with you guys the way we are right now. You okay? Oh, it's nothing. Actually, I think I'm gonna go practice with Hoodle for a bit. Ich sag mal so, letztendlich freue ich mich auf heute Abend, was zu Final Fantasy kommt.